Boah! Der Feminist ist wieder da. Achso, ihr wisst das nicht, falls ihr das alte Video nicht... Ich habe schon mal ein Video gemacht, das fing so an. Ich bin Feminist. Buh! Schau mal über den Tellerrand, es mehr als nur ein grauer Kloß. Hast du Kopf und Herz und deponiert für dich ein Denkerstoß. Ja, Feminismus. Ich habe mal ein Video zum Thema Feminismus gemacht und ich habe zu keinem meiner anderen Videos, und ich habe mich schon gegen rechtes Denken ausgesprochen Videos, habe ich nicht so viel Gegenwehr und sehr erhitzte Antworten bekommen. Und heute ist jetzt der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen. 99% von euch denken gerade, betrifft mich nicht. Sag ich, ja, Gott sei Dank, super, Hölle. In der westlichen Gesellschaft haben wir ja Gott sei Dank den Zustand, dass es tatsächlich nicht mehr normal ist, nicht mehr akzeptiert wird, eine Frau zu schlagen. Eine Frau auch zu schlagen, weil sie Frau ist. Ist ja klar, Gewalterfahrungen zwischen Männern sind unter Männern auch bei uns noch immer häufiger. Da gab es vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wie lange es her ist, eine Untersuchung, die tatsächlich gezeigt hat, ein bisschen mehr Männer als Frauen machen die Erfahrung von Gewalt in der Beziehung. Gut, diese Studie, die hat jetzt schon ein heftiges Wegschubsen als Gewalterfahrung gewertet. Und wenn man dann genau hingeguckt hat, dann hat man gesehen, dass halt mehr Männer die einmalige Erfahrung gemacht hat, dass eine Beziehungsfrau sie weggestoßen hat oder sie sonst wie gewaltsam angegangen ist. Frauen haben halt sehr viel mehr Erfahrung mit häufigerer Gewalt, also dass es sich auch wiederholt hat. Und dann auch tatsächlich mit der kräftigen Gewalt, also dass jemand so richtig übel zusammengeschlagen wird, das ist noch immer sehr viel häufiger bei Frauen. Und ich sage, beides ist nicht akzeptabel. Beides. Und zwar gleichermaßen. Wir dürfen da nichts gegeneinander aufwiegen. Das ist nämlich etwas, was ich ganz viel festgestellt habe in den Kommentaren. Dann kommen die halt, ja, Männer werden häufiger von Frauen geschlagen und deswegen ist das jetzt das stärkere Problem. Wir müssen uns nur noch darum kümmern. Was? Feminismus sei doch schon vom Wort her ausschließend. Ich bin für Humanismus. Wozu ich sage, ich nenne es Feminismus, weil ich sehe, dass die Frauen noch immer stärker benachteiligt werden. Wenn du es Humanismus nennst, wir aber letzten Endes beide für Gleichstellung der Geschlechter kämpfen, dann bin ich da vollkommen d'accord mit, dann nenne es Humanismus. Oder Equalismus, Egalimismus. Denkt ihr ein Wort aus, ist mir egal, solange es um dieselbe Sache geht, sind wir doch alle für dasselbe. Die UN veranstaltet heute diesen Tag gegen die Gewalt gegen Frauen. Gleichzeitig habe ich mich mit der UN in Verbindung gesetzt. Von mir aus, dieses ist kein von der UN irgendwie organisiertes oder bezahltes Video, sondern ich mache das von mir aus. Ich wollte gerne eine größere Aktion machen zum Thema He for She. Das ist diese Kampagne der UN, die sie gemeinsam mit Emma Watson, die aus den Harry Potter Filmen machen. Ja, wo es halt darum geht, Männer, Feminismus ist auch für euch wichtig. Viele Probleme, die wir in der Geschlechterungerechtigkeit haben. Und es geht hier nicht um Rechte, weil vom Gesetz her sind Männer und Frauen fast gleich. Es gibt ein paar Punkte, die kritisch sind, gerade daher, weil eben die gesellschaftliche Wahrnehmung von Mann und Frau immer noch unterschiedlich ist. Und dadurch kommt es auch, dass existierende Gesetze, die eigentlich keine diskriminierende Sprache oder Fakten enthalten, dass die dann eben in der Umsetzung zu einer Diskriminierung führen, leider. Hier kleines Beispiel, Ehegattensplitting, was einfach bevorzugt, dass ein Ehepartner sehr viel weniger verdient als der andere, und das ist für das Paar vorteilig. Und da wird natürlich gefördert, dass einer von beiden zu Hause bleibt, und in den meisten Fällen ist das bei uns immer noch die Frau. Ich wollte jetzt eine große He for She Aktion mit ganz vielen anderen YouTubern machen. Wir machen das und es würde mich freuen, wenn ihr mitmacht. Stellen wir mal alle, ihr, ich, sämtliche Vorbehalte beiseite und setzen uns mit Geschlechterrollen auseinander, weil das ist es ja, worauf es ankommt. Wie werden Frauen heute bei uns wahrgenommen? Wie werden Männer heute bei uns wahrgenommen? Da gibt es eine wunderschöne Vorlage, bei der ihr alle ganz einfach mitmachen könnt, und ich will auch wirklich, auch die von euch, die gegen Feminismus sind, von mir aus. So, Moment, ich habe das hier, und zwar haben die Journalisten Almut Schnerring und Sascha Verlan, ich hoffe, ich spreche euch richtig aus. Die beiden beschäftigen sich sehr stark mit Geschlechterrollen, haben dazu ein Buch geschrieben und haben ein sogenanntes Blogstöckchen entworfen, was wir auf YouTube einen Tag nennen, in Blogs. Also sprich, sie haben 6 Fragen entworfen, anhand derer man sich mit Geschlechterrollen auseinandersetzen soll. Ich habe 5 draus gemacht, weil sie auch gesagt haben, okay, Frage 2 und 3, die doppeln sich ein wenig, deswegen kann man die ruhig zu einer zusammenfassen. Die findet ihr natürlich gesammelt unten in der Videobeschreibung. Es wäre schön, wenn ihr die nehmt, wenn ihr
eigene Videos macht. Ich tagge am Ende auch ein paar Leute, aber ihr dürft jeder einfach diesen Tag nehmen und weiter verbreiten und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ich gehe sie jetzt für mich einfach einmal durch. Erste Frage. Was wäre anders in deinem Leben und Alltag, wenn du eine Frau wärst? Alles wäre anders. Also ich wäre von Geburt an anders behandelt worden. Ich hätte völlig andere Perspektiven im Leben. Ich würde wahrscheinlich auf YouTube völlig anders wahrgenommen werden, würde auch anderes machen wollen. Möglicherweise würde ich Comedy machen, damit man mich beachtet und mag. Nicht, dass das jetzt so viel anders wäre. Was tust du nur deshalb, weil du ein Mann oder eine Frau bist? Was tust du deswegen nicht? Also ich weiß jetzt nicht, ob ich das so durchblicke, weil man hat ja seinen Schleier. Also es gibt tatsächlich kaum etwas, wo ich sage, dass ich keine Frau kenne, der ich das gleiche Rollenverhalten nicht genauso zutraue. Erkenne ich Männer und Frauen, die etwas auf ihre Art weiblicher oder männlicher machen würden, aber ich versuche schon, mich davon frei zu machen. Auf jeden Fall, wie ich mich kleide. Beim Einkaufen denke ich schon manchmal, wenn ich das kaufe, wirke ich dann unmännlich. Ich habe ein paar quietschbunte Hosen. Irgendwie fühle ich mich unwohl, wenn ich die trage. Irgendwie fühle ich mich dann, als würde man mich als irgendwie weniger männlich achten. Deswegen trage ich die nur noch selten, was ich eigentlich schade finde, weil die waren teuer. Und ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wie ich vor anderen mit meinen Gefühlen umgehe. Durch welches Klischee fühlst du dich persönlich beeinträchtigt? Ja, genau davon, dass Männer stark sein müssen, dass Männer weniger Gefühle zeigen dürfen, dass Männer vor allem keine Schwächen zeigen dürfen. Ich bin kein bloßer Vernunftsmensch. Ich weiß, bei manchen von euch komme ich manchmal ein wenig so an, auch wenn ich hier viele kleine Witzchen mache und so. Ich will auch nicht der Brötchenverdiener für meine Familie sein müssen, wenn ich jemals Kinder haben sollte, sondern ich will gleichberechtigt für meine Kinder da sein. Ich will mich an der Erziehung beteiligen. Ich finde es scheiße, dass Männern das in der Form nicht so zugetraut wird. Ich bin keine Mannmaschine und ich mag Kinder. Nicht sexuell und ich weiß, dass einige von euch da jetzt direkt wieder... das ist der Switch, den wir heute in unseren Köpfen haben, wenn ein Mann sagt, dass er Kinder mag. Das ist furchtbar. Erzähle von einer Situation, wo du bemerkt hast, dass es so ein Vorteil ist, zur Gruppe der Männer/Frauen zu gehören. Ich bin mit Freundinnen unterwegs und merke, wie andere Männer ihnen ganz unverhohlen auf die Brust oder die Beine glotzen. Männern passiert das auch, aber ich habe das noch nie so offen und unverhohlen auf offener Straße erlebt. Insgesamt muss ich aber sagen, dass sich das Ganze weniger in Vorteilen für Männer als in offensichtlicheren Nachteilen für Frauen äußert, wie ich es erlebe. Ich bin auf eure Erlebnisse da sehr gespannt. Gibt es Situationen, in denen das Geschlecht keine Rolle spielt? Gibt es Situationen, in denen es keine Rolle spielt, ob du nackt bist oder nicht? Ich meine, ein Geschlecht kannst du nicht ablegen. Jeder sieht es sofort und würde dich aufgrund dessen alles behandeln. Das ist genau das Gleiche, wenn du nackt wärst. Du behandelst jemanden anders, der dir nackt gegenübertritt. Du bist dir dessen bewusst, der ist anders, weil er nackt ist. Und erst, wenn du nicht mehr siehst, dass er nackt ist, wenn du so vernünftig mit ihm arbeiten oder reden kannst, als ob das ein ganz normaler Mensch ist, dann siehst du es nicht, aber dann fehlt nur eine kleine Verschiebung der Situation. Neue Leute kommen zu einem anderen Kontext und sofort bist du dir wieder bewusst, oh, der ist nackt und das beeinflusst gerade komplett, wie ich mit ihm umgehe. Okay, damit lege ich das jetzt mal weg und möchte, bevor ich jetzt jemanden tagge, heute beginnen die 16 Days. Und lass uns doch in diesen 16 Days dieses Thema, welche Geschlechterrollen haben wir? Wie äußert sich das Ganze bei uns? Es muss nicht mit Gewalt zu tun haben, aber wie nehmen wir einander wahr als Männer und als Frauen? Lasst uns das durchkauen und welche YouTuber tagge ich? Also Mauer Unkraut sowieso, weil die von der weiß, dass sie schon an was arbeitet. Zusätzlich nehme ich Mr. Trashpack, bei dir interessiert mich wirklich sehr die YouTube-Sicht, weil du da, glaube ich, insbesondere drin bist und drin steckst. Das ist übrigens vorhin nicht abgesprochen mit Phil. Ich weiß nicht, ob du was machen wirst. Mit Melissa Breeding Unicorns hatte ich schon kurz Kontakt, die ist ein wenig vorgewarnt. Melissa, du bist eine sehr besondere Frau und ich weiß auch, dass auch du mit Sexismus schon deine Begegnungen hattest. Ich bin super gespannt, was du da machst. Also ich bin Quink, ich bin Stolz wie Foschi und ich werde am Ende dieser 16 Days, werde ich hoffentlich, es ist eine etwas kompliziertere Sache, werde ich versuchen, nochmal ein besonderes Video zusammen mit sehr besonderen Leuten zu machen, die nochmal auf das Ganze und tatsächliche Unterschiede dingen, nämlich welche Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt es denn eigentlich wirklich, werde ich versuchen zum Ende dieser 16 Days zu machen und wir sehen uns spätestens dann